Mein Name ist Hans-Jürgen Müller, ich bin Mitglied im Aufsichtsrat dieser Dorflagengenossenschaft und wir befinden uns in Dersheim, in einem kleinen Ort in der Gemeinde Osterwiek, und Sie stehen hier vor dem Dorfladen Dersheim. Dieser Dorfladen Dersheim ist eine Genossenschaft, wird betrieben durch eine Dorflagengenossenschaft, und ich würde mich freuen, wenn Sie mit reinkommen. Die Dorflagengenossenschaft ist entstanden nach einer Befragung in diesem Ort. Wir haben unsere Einwohner gefragt, wie sie denn das sehen würden, wenn wir hier so einen Dorfladen errichten wollen, ob sie bereit wären mitzumachen und vor allen Dingen, ob sie bereit wären, hier einzukaufen. Das ist ja ganz wichtig. Da haben wir eine Umfrage gemacht. Wir haben erst eine Informationsveranstaltung gemacht, wie sowas aussehen kann. Da gab es Beispiele aus anderen Bundesländern. Das fanden unsere ganz gut, und wie das so ist nach der Veranstaltung 10 Leute sitzen geblieben. Das war dann 2014. Die 10 Leute haben sich dann Gedanken gemacht, wie können wir es schaffen, dass die Leute in diesem Dorf gemeinsam daran arbeiten, dass wir sowas wie ein Kommunikationszentrum schaffen, wo man einkaufen kann, wo man sich aber auch treffen kann, wo man sich unterhalten kann, wo man Veranstaltungen zusammen machen kann, weil das gab es in diesem Dorf nicht, so einen Raum, so eine Möglichkeit. Und deswegen ist dann die Idee entstanden, was nutzen wir für Räumlichkeiten? Da gab es im Dorf mehrere Chancen, die wir hatten, aber wir haben uns dann ausgesucht, dieses alte Objekt, was wir dann hergerichtet haben, und das konnten wir nur machen, weil viele, viele ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Dorf, Bürger mitgeholfen haben, Betriebe mitgeholfen haben und viele Spenden da gewesen sind und letztendlich auch natürlich auch eine Förderung der Bundesregierung damals. Wenn man in den Dorfladen geht, haben wir gesagt damals, wir brauchen in dem Dorf Waren, die man täglich braucht. Also von Zucker, Mehl, Eier, Brot, Brötchen, Kuchen, das sind Sachen, die man immer braucht, Kartoffeln, Tomaten. Und dann haben wir geguckt, was wir hier anbieten können, und dann haben wir mal geschaut, was sind so regionale Produkte, was wir aus der Region kriegen können. Es gibt die Waren des täglichen Bedarfs, und was eben ganz wichtig ist, es gibt einen Treffpunkt, wo man mal einen Kaffee trinken kann, wo man mal einen Kakao trinken kann, wo man selbst gebackenen Kuchen essen kann. Es treffen sich die Senioren hier oft, verschiedene Gruppen treffen sich hier, und dann haben wir diesen Beratungsraum, wo sich manchmal die Leute treffen. Und ich denke mal, das ist das, was Dersheim heute auch ausmacht. Wir sind miteinander gewachsen in diesem Laden. Ja, das Problem unseres Dorfladens ist natürlich die Finanzierung. Wir haben, und das muss man sagen, wenn man so ein Unternehmen gründet, und wir haben ja den Dorfladen, die Genossenschaft gegründet, haben wir nur daran gedacht, was wir alles machen wollen. Wir haben gesagt, wir verkaufen und wir bezahlen das, und das kriegen wir alles hin. Haben uns weniger daran Gedanken gemacht, dass das ein Wirtschaftsunternehmen ist und dass wir ja auch Finanzen brauchen. Klar, die Förderung hat uns geholfen, wir zahlen keine Miete, wir haben einen Nutzungsvertrag mit der Gemeinde Osterwiek oder mit der Stadt Osterwiek über 25 Jahre, also mietfrei, mussten aber Strom, Wasser, Abwasser, das mussten wir alles bezahlen, das haben wir aber vorher gar nicht gewusst. Das heißt, heute kommen Kosten auf uns zu, die wir damals zwar im Auge hatten, aber nicht so richtig im Hinterkopf hatten. Wir haben gesagt, ja, die Verkäuferinnen müssen bezahlt werden, und wir überlegen mal, wie wir das so machen können. Aber es stellte sich heraus, das ist ja viel, viel mehr. Und Gott sei Dank gibt es viele ehrenamtliche Mitglieder in dieser Genossenschaft, die auch aktiv sind, die nicht nur ihren Beitrag bezahlt haben, sondern die sagen, Mensch, ich unterstütze euch auch. Und das ist eigentlich die Finanzquelle, die wir haben. Das unentgeltliche ehrenamtliche Engagement. Ich will mal sagen, positive Erfahrungen, die wir gesammelt haben, ist das Miteinander im Dorf. Das darf man nicht unterschätzen. So ein Dorf lebt ja davon, wie die Menschen miteinander umgehen. Ob das ein Wohndorf ist oder ob das ein lebenswertes Dorf ist. Also hier nur wohnen ist das eine, aber hier auch leben, das ist, glaube ich, das andere. Und hier in Dersheim wohnen die Leute nicht nur, sondern die leben hier auch. Und das ist der Umgang miteinander. Ob Sportverein, Schützenverein, Karnevalsverein, dieser Dorfladen, das gehört einfach dazu. Und das ist das, was so ein Leben in so einem Dorf ausmacht. Du brauchst so ein Zentrum, wo die Leute sich auch treffen können. Und dieses Kommunikationszentrum, das haben wir mit diesem Dorfladen hier in Dersheim geschaffen. Die Leute haben, das ist unser Laden, das wollen wir hier machen, und hier helfen wir auch mit. Da sind wir sehr froh, dass es nicht nur alte, sondern auch junge
Mitbewohner sind, die uns hier unterstützen. Und da sind wir ganz froh, wenn die mit ihren Kinderwagen mal kommen. Und jetzt muss die Oma aufs Kind aufpassen, weil ich muss mal Eis verkaufen. Also das sind so eine Geschichten, wo ich sage, das gibt es eben sonst nicht in der Stadt oder sowas. Ja, also ich sag mal, der Dorfladen Gersheim existiert jetzt seit 2016. Wir haben jedes Jahr zu kämpfen, dass wir hier auch am Markt bestehen bleiben, weil wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir haben es bisher geschafft, durch die Initiativen in der Markthalle von ehrenamtlichen Mitgliedern und von Initiativen hier im Dorfland, dass wir noch am Markt bestehen können. Wir haben aber weitere Herausforderungen, denn die Bundesregierung und andere beschließen ja Gesetze, die wir umsetzen müssen. Nehmen wir das mit dem Finanzamt, neue Kasse brauchen wir, eine neue Kasse kostet viel Geld. Aber es muss ja nicht nur die Kasse angeschafft werden, es müssen auch die Mitarbeiter geschult werden, es muss umgebaut werden und dazu brauchen wir wieder finanzielle Mittel. Wir sind also dabei, hier zu gucken, was kann man noch für Reserven erschließen. Aber ich sage das auch deutlich, wir sind froh, dass wir dieses Objekt haben und dass wir das so betreiben können. Und wir sind froh, dass die Bürger unseres Dorfes das in Anspruch nehmen. Und wenn das so weitergeht, denke ich mal, fallen uns doch Ideen ein, wie wir hier auch wirtschaftlich zusammen den Laden noch ein paar Jahre halten können. Und die Genossenschaft hat einmal Mitglieder, aber die muss auch wachsen, weil mittlerweile haben wir, ich glaube, 4 oder 5, die leider verstorben sind. Ja, und da müssen auch neue Mitglieder nachkommen. Und Mitglieder, das eine, dass sie nicht nur Eigentümer sind, dass sie hier mitreden, aber auch mithelfen. Das muss man auch deutlich sagen. Sie sollen auch mithelfen. Und wir haben Gott sei Dank, ich glaube, 45 ehrenamtliche Helfer. Gersheim Miteinander steht bei uns hier auf der Tafel und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn man so eine Projekte angeht. Man muss das miteinander machen. Man kann das nicht gegeneinander machen und man muss die Leute einbeziehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man hier mitbestimmen kann, dass man hier aber auch mitarbeiten kann und dass man sich hier so ein bisschen verwirklichen kann in dem Dorf. Das ist, glaube ich, das Schöne. Man wohnt hier nicht nur, man lebt hier auch. In 5 Jahren, sage ich Ihnen, meine Vorstellung ist, hier oben ist eine Photovoltaikanlage, da hinten ist eine Mitmachküche und wir stehen finanziell natürlich wesentlich besser da und wir haben es geschafft, noch mehr Leute ehrenamtlich mitzunehmen in diesem Dorfladen. Der Treffpunkt wird weiter ausgebaut, davon bin ich ziemlich überzeugt. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr, Ende des Jahres, nächstes Jahr, dann auch hier mehr regionale Produkte nicht nur anbieten können, sondern auch regionale Produkte verarbeiten können, um eine Wertschöpfung zu schaffen. Wenn Sie mich fragen würden, ob das Projekt überall umzusetzen ist, würde ich sagen, so ein Projekt, wie wir hier haben, so in der Art und Weise nicht. Aber wenn es darum geht, was zu schaffen für die Bürger, dann müssen die sich unterhalten, wie das gehen kann. Wenn man miteinander, und das ist ja miteinander Gersheim, was schaffen will, eine Idee hat, ein Ziel hat, schafft man das. Wie man das machen kann, da würden wir gerne unsere Erfahrungen geben, wo man auch aufpassen muss bei. Aber ich sage mal, sowas ist natürlich einmalig. Wir hatten die Chance, hier aus diesem Gebäude was zu machen, mit viel Unterstützung. Und jeder muss in seinem Dorf und in seinem Stadtteil gucken, was ist machbar, was kann man machen. Aber man braucht engagierte Leute, die mitmachen. Sonst wird es nichts werden. Aber wenn man die hat, und es gibt genug in diesem Lande, die auch mal angesprochen werden müssen. Und wenn man die aber hat, kann man dieses Projekt in der Art und Weise auch überall umsetzen. Wenn wir unser Schicksal nicht in die eigenen Hände nehmen, es kommt keiner. Wir müssen als Bewohner in den Orten uns selbst um uns kümmern. Wenn andere Fragen haben, unterstützen wir die gerne. Wir sagen denen, was bei uns gut gelaufen ist und was aber auch nicht so gut gelaufen ist, auf was die achten mussten. Und das Wichtigste ist, wenn man so ein Projekt angeht, ist, dass man eine Vorschuss-Vertrauensgeschichte gibt. Man muss Leute finden, mit denen man vertrauensvoll zusammenarbeitet. Und man muss ein Ziel haben. Und dann muss man da Stück für Stück abarbeiten. Und dann muss man auch wissen, dass man persönlich sich da einbringen muss. Man kann Aufgaben, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, nicht immer nur delegieren. Man muss auch selber bereit sein, was zu machen. Und wenn es dann Situationen gibt, wo es nicht mehr geht, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man jemanden finden, der für ihn die Arbeit weitermacht.
Weil zu sagen, ich übernehme das mal und nach 2 Wochen laufe ich weg, das ist, glaube ich, nicht so. Die Beständigkeit und das vertrauensvolle Zusammenarbeiten, das ist das Allerwichtigste, was man machen muss, wenn man so ein Objekt oder so ein Projekt machen will.